Heute gibt es eine Zeitreise in das Jahr 2015 und 2016. Zweimal das gleiche Fahrzeug, aber nur einmal grandiose Fakten. Willkommen in der Nortenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, heute gibt es ein Su 85 Double Feature aus vergangenen Kobi-Tagen. Die Sets habe ich gebraucht gekauft. Einmal die 2467 400 Teile, 2 Minifiguren aus 2015. Small Army steht drauf, aber es läuft bei Kobi unter World War II. Und dann natürlich aus der World of Tanks Serie auch Small Army, die 3003 425 Steinchen aus 2016. Beide Sets sind auf den ersten Blick identisch, aber haben Unterschiede. Diese finden wir heraus. Freunde, kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann schauen wir uns diese beiden Sets genauer an. Ja, da haben wir den sowjetischen Panzerjäger Su-85 hier auf dem Bautisch liegen. Nicht wirklich, nur die Anleitung, Freunde, aber hier, ich habe das Set wieder aus der Community erworben, gebraucht, nach den 2 Bauabschnittstüten sogar sortiert. Erworben heißt, ich habe es einfach gegen Mega Constructs getauscht. Kann ich euch auch nur empfehlen, es muss ja nicht immer kaufen sein. Wie kann man Spaß in der Klemmbaustein-Community fördern, indem man einfach mal Sets tauscht. Also so ist meine Meinung. Hier also die 2467, Tüte 1, Tüte 2. Ich habe es euch gesagt, das Set ist aus 2015 Small Army, aber läuft unter World War II. Ab 6 Jahren. Anleitung wie folgt. Ihr seht es hier, Tüte 1, die haben wir sogar. Was wir bauen, ist farblich beim ersten Schritt. Am zweiten Schritt ist der erste Schritt ausgegraut und der aktuelle Schritt ist farblich. In den Kästchen sehen wir, welche Steine wir brauchen und Pfeile weisen uns den Weg. Fertig ist unsere Su hier dann mit Bauschritt 55 und auf der Rückseite gibt es tolle Werbung zu tollen Sets, die es alle irgendwie nicht mehr gibt. Aber ich verspreche euch, ein Gros werde ich euch vorstellen, denn hier die Seite habe ich alles da, möchte ich euch zeigen, an der hier arbeite ich. Ihr wisst ja, ich möchte euch von Kobi, wenn es geht, alles vorstellen. Kommen wir jetzt zum Namensvetter, weil wir auch eine Su 85 haben, hier aber aus der World of Tanks Serie Rollout. Ab 8 Jahren, guckt mal Freunde, hier ist es ab 6. Wir haben hier 25 Steinchen mehr. Vielleicht liegt es auch am Stickerbogen. Vielleicht liegen die Sticker hier auch in der Teileanzahl schwer. Ich weiß es nicht. Wir werden es vergleichen, deswegen ja dieses Video. Auch hier habe ich Tüten sortiert. Hier allerdings habe ich das in Schwarz und Grün sortiert. Aber auch hier sollten wir 2 Bauabschnittstüten haben. Ihr seht es hier, Tüte 1, dann 3 Plates und dann geht es los. Und wir schauen mal hier Tüte 2, also ähnlich wie beim Set aus 2015. Fertig sind wir dann hier mit Baustep 63. Anleitung liest sich gleich. Lustig ist hier natürlich, dass wir ein bisschen Werbung haben für das Game World of Tanks, das ich früher sehr viel gespielt habe. Meine Partnerin spielt es noch. Ich bin gewechselt zu dem Konkurrenzen. Ihr wisst schon, wen ich meine. War Thunder heißt er. Hier ein paar Fakten, die bekommt ihr von mir gleich auch. Und hier gibt es einen Code. Ich weiß gar nicht, ob der noch gültig ist. Wenn ja, schnappt ihn euch. Wenn nein, haben wir alle Pech gehabt. Das Fahrzeug stelle ich euch noch vor. Das stelle ich euch noch vor. Und hieran arbeite ich. Freunde, wenn ihr den habt und loswerden wollt, meldet euch gerne bei mir. Schreibt es mir unten in die Kommentare. So, Freunde, viel wichtiger ist aber jetzt natürlich, dass ihr einmal Fakten bekommt für die 2 Sets, also historisch. Und ich baue jetzt beide Sets, habe also doppelten Spaß. Deswegen wünsche ich mir doppelten Spaß und euch auch doppelten Spaß beim Zuhören bei den Fakten. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und natürlich sprechen wir heute über den Tank Destroyer,
Die Su-85. Der Su-85, ein sowjetischer Panzerjäger, war ein Schlüsselelement in der sowjetischen Panzerabwehrstrategie während des Zweiten Weltkriegs. Diese Fahrzeuge wurden entwickelt, um den deutschen Panzer, insbesondere den Tiger I und dem Panther, effektiv entgegenzutreten, und es spielte eine bedeutende Rolle in den Kämpfen an der Ostfront. Die Entstehung des Su-85 begann im Jahr 1943, als die sowjetische Rote Armee erkannte, dass ihre bisherigen Panzer, insbesondere der T-34, den neueren deutschen Panzern nicht mehr gewachsen war, aufgrund der Kanone. Dies führte zur Entwicklung eines leistungsstarken Panzerjägers, der die Panzerung der deutschen Gegner durchdringen konnte. Der Su-85 wurde auf Basis des bewährten T-34-Chassis gebaut und war mit der 85 mm D5S-Kanone ausgestattet, daher auch das 85. Diese Kanone erwies sich als äußerst wirksam gegen deutsche Panzer und konnte die Panzerung vieler Modelle durchschlagen. Im Vergleich zu den zuvor eingesetzten 6,2 mm Kanonen war dies eine deutliche Verbesserung. Die 85 mm Kanone kam erst später in den T-34. Die Panzerung des Su-85 war jedoch relativ dünn, was das Fahrzeug anfällig für feindlichen Beschuss machte. Trotzdem konnte das Fahrzeug aufgrund seiner Geschwindigkeit und Wendigkeit feindlichen Panzern ausweichen und gezielte Angriffe durchführen. Kommen wir doch mal zu den Vor- und Nachteilen der Su-85. Vorteile der Su-85 waren ihre starke 85 mm Kanone mit durchschlagskräftiger Munition, die hohe Mobilität und Wendigkeit auf dem Schlachtfeld des Fahrzeuges an sich, die relativ geringen Produktionskosten und schnelle Fertigungen im Vergleich zu einigen der deutschen Panzer. Wir wissen das, Tiger, Panther overpowered. Die Wehrmacht selber hat ja auch Sturmgeschütze eingesetzt. Und natürlich der erfolgreiche Einsatz bei Schlachten wie zum Beispiel die um Berlin. Nachteile des Su-85 waren seine dünne Panzerung, die wenig Schutz vor feindlichem Beschuss bot, die fehlende Turmrotation erforderte eine Drehung des gesamten Fahrzeugs zur Zielerfassung, was die Reaktionszeit beeinträchtigte. Um die 20 Grad konnte die Kanone schwenken. Die Kanone konnte gegen die stärksten deutschen Panzer zwar bestehen, aber bei direkten Gefechten war der Su-85 oft unterlegen. Und ähnlich wie beim Panzerjäger Ferdinand der Wehrmacht gab es kein MG zur Abwehr von feindlicher Infanterie. Allerdings gab es Luken, die geöffnet werden konnten, um mit Handfeuerwaffen aus dem Fahrzeug zu schießen. Die Produktion des Su-85 begann im Jahr 1943 und bis Kriegsende wurden über 2000 dieser Fahrzeuge hergestellt. Sie wurden an verschiedenen Frontabschnitten eingesetzt, darunter in den Schlüsselschlachten wie der Schlacht um Stalingrad und der Schlacht um Kursk. Besonders bemerkenswert ist der Einsatz des Su-85 bei der Schlacht um Berlin im Frühjahr 1945, als sie halfen, die letzten Verteidigungslinien der deutschen Truppen zu durchbrechen. Der Su-85 oder die Su-85 hinterließ einen bleibenden Eindruck in der Geschichte der Panzerentwicklung und trug wesentlich zum Sieg der Alliierten bei. Seine Erfahrungen und Konzepte wurden in der Nachkriegszeit in die Entwicklung moderner Panzerabwehrfahrzeuge berücksichtigt, was seine Bedeutung für die Weiterentwicklung der Panzerwaffe gerade in der Sowjetunion unterstreicht. Trotz einiger Schwächen war der Su-85 ein wichtiger Meilenstein in der Panzerentwicklung und ein Symbol für den Einsatz der sowjetischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg. Das Fahrzeug wurde später noch modifiziert und als Bergungsfahrzeug bzw. Pionierfahrzeug unter anderem auch bei der NVA eingesetzt. Ja, Freunde, heute mal zwei Fahrzeuge, eins aus 2015, eins aus 2016, die beide das gleiche Modell abbilden, halt unseren Su-85. Freunde, das waren jetzt gerade die Fakten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Klemmbaustein-Review der eben gerade erwähnten beiden Sets von Kobi. Ja, Freunde, da haben wir unsere alten beiden Su-85 hier auf meinem Bautisch stehen. Einmal hier unsere 2467 und einmal hier die 3300 World of Tanks und Small Army 2015, 2016. Und was fällt uns auf als erstes? Ja, die 2015er Version hat silberne Ketten und nur Laufräder, während wir hier graue Ketten haben und wir haben Unterschiede, wir haben nämlich Führungsräder und Laufrollen und wir haben hier auch die richtige Anzahl an Laufrollen. Hier wurde eine weggespart. Hier haben wir Sticker, World of Tanks hat ja immer Sticker dabei gehabt. Hier haben wir Drucke und wahrscheinlich werde ich nach Ende dieser Aufnahme
beide Sets nochmal umbauen bzw. die Drucke von hier nach da ziehen, denn dieses Fahrzeug ist hier das Bessere, das kann ich euch gleich schon einmal sagen. Mir haben keine Steine gefehlt, war alles da, außer hier beim Maschinengewehr fehlte oben dieser Teller. Die russischen Maschinengewehre hatten ja hier oben Drehmagazine. Das werde ich mir noch nachorganisieren. Gibt da ja Quellen, findet ihr unten in der Videobeschreibung oder kommt bei mir auf den Discord. Da gibt es auch so eine kleine Teiletauschbörse. Bauspaß auf jeden Fall vorhanden. Ältere Sets heißt klobrigeres Bauen und mit Hinges bauen, was aber wirklich Spaß macht. Ich habe so ungefähr für beide Sets 40 Minuten gebraucht. Das Bauvideo insgesamt ging 1 Stunde und 20. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ihr so ein Set noch neu irgendwo habt und aufpackt, dass das dann wirklich auch jeweils 40 Minuten dauert. Ich glaube schon, denn wir haben hier wirklich etwas klobigere Bauweise. Es ging wirklich schnell. Ich habe nebenbei einen schönen Film geguckt, Devotion, war ganz cool, hat so was mit Flugzeugen zu tun, aber trotzdem passt es thematisch natürlich irgendwie schon, denn wir haben ja hier Fahrzeuge, die in Kampfeinsätzen eingesetzt wurden. Ja, Drucke gefallen mir hier besser als die Aufkleber. Trotzdem gibt es natürlich coole Aufkleber, hier zum Beispiel für Moskau, man kann es vielleicht erkennen. Ja, da für Moskau und Rudi und die ganzen Symbole. Also ich werde da noch einen Mix rausmachen aus 2 Fahrzeugen, 1 quasi. Fangen wir mit der älteren Version an. Hier steht nämlich drauf, für das Vaterland, das ist dieser Druck 3A noch irgendwas, die 316 hier, unsere SU85 mit den silbernen Ketten. Das soll das Christie-Fahrwerk sein des T34, aber ihr seht es schon, alles die gleichen Rollen und es fehlt ein Rad in der Mitte. Wir haben hier 4, während wir beim anderen Set, das seht ihr dann gleich, 5 haben. Trotzdem gefallen mir irgendwie diese silbernen Ketten, ich weiß nicht warum. Hier haben wir einen Druck, nämlich eine Luke, da können wir sogar den Fahrersitz sehen, da können wir auch eine Figur reinpacken. Wir haben hier die Kanone, habe ich euch gerade erzählt, beim Vorbild ja 20 Grad schwenkbar. Hier am Kugelgelenk ist eigentlich ganz cool gelöst. Wir haben auch schon einen großen Unterschied zu der Version, die da hinten in der Ecke steht. Hier haben wir nämlich keine Fliese drauf, bei denen haben wir eine Fliese. Wir haben auch eine große Antenne und wir haben hier bedruckte Seitenkästen, die, wenn man mal von oben guckt, Noppen haben. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir mit diesen Noppen hier diese Hinge-Bauweise dann halten. Ihr habt es ja vielleicht gesehen beim Bau. Ihr seht auch da die Hinges, die diese schräge Form machen. Jetzt muss ich gucken, dass ich es sauber abkriege, weil ich glaube, hier unten drückt es ein bisschen. So ist es ja gebaut. Ihr seht hier, Antenne muss noch ab. Wir haben hier mit Hinges gearbeitet, also mit Gelenken. Also da haben wir die Gelenke und hier haben wir die Gelenke. Dann haben wir hier ein Teil, was aufliegt. Dann klappen wir es zu und mit diesem Stein, der auf der Rückseite Noppen hat, können wir es dann fixieren und haben hier auch keine großartigen Spaltmaße. Hier die Antenne, die Fahrzeuge hatten Funk, konnten dann untereinander kommunizieren. Wir haben oben eine Luke für unsere Minifigur, zeige ich euch gleich. Und an der Seite das gleiche, wir haben Scheinwerfer und wir haben diese Benzin- und Öltanks, die typischen. Von vorne hier das Wuchtige mit diesen Slopes, diesen 2x3er Slopes. Und wir haben von hinten hier eine klare Kante. Da konnte wohl auch Munition durchgeladen werden und die Besatzung bzw. auch Infanteristen konnten sich dahinter verstecken. Wir haben hier, bevor wir zur Figur kommen, eine coole Lösung, die beide Fahrzeuge hat. Wir können nämlich hier so das hochklappen. Quasi, nehmen das mal so hier ab. Also wir haben hier die Seitenbleche, die Schutzbleche auf dieser langen Teil drauf und somit klappen die nicht rein und behindern hier unsere Ketten. Finde ich ganz gut gelöst. Wenn man es mal so hoch macht, kann man sogar hier theoretisch reinklappen und man sieht diesen, ja, man sieht nichts, man sieht diese große, schwarze, massive Bauweise. Finde ich aber cool, man sieht da ein bisschen den Motor durchlunsen. Zeige ich euch aber gleich, typisch die Abgasgeschichte bei diesen Fahrzeugen und da dieses berühmte Kobi-Motorformteil, was es früher gab, zweimal im Metallic. Ja, Klappe zu, Affe tot, sagt man so schön. Und diese Fässer, die ja Öl und Benzin transportierten, beziehungsweise Diesel. Von unten dann die massive Bauweise nochmal. Ich lege die Figur mal raus. Hier schön massiv. Das ist das, was ich meine. Man baut eigentlich einen schwarzen Klotz, hat hier Brackets, baut dann die Schrägen dran, oben drauf dann auch wieder ein Klotz, die Hinges drauf und schon kriegt man diese Form dieses ikonischen Fahrzeugs. Ja, das ist die 2015er Version, aber ich bin euch noch schuldig, die Figuren zu zeigen, während wir das Fahrzeug mal hier wieder in die Position fahren und ihr hört schon,
Der Sound ist geil, hört sich fast echt an und rollen kann es auch ganz gut. Schauen wir uns die Figur an. Hier unseren Rotarmmisten mit roten Sternen auf dem Helm, finde ich cool. Kragenspiegel, unsere PPSH, den Gürtel und von hinten keine Drucke. Und dann hier unseren Panzerkommandanten oder Panzerjägerkommandanten natürlich hier auch schön bedruckt. Richtig cool, ihr seht die Figur rechts auch nochmal groß. Schön der Gürtel, schön die Orden und rasieren könnte sich der Typ auch mal von hinten leider nicht bedruckt. Wir legen die Figur mal vor das Fahrzeug, bitte nicht losfahren und wir machen es wieder scharf. So, da liegen die Figuren. Kommen wir zur 2015er Version, die bautechnisch fast gleich, aber auch wieder anders ist. Nämlich hier das Fahrwerk, ihr seht es, das habe ich euch gerade schon gesagt, es hat ein Rad mehr, es hat auch diese typischen Kubi-Räder, die wir kennen, zweireihig dran gebaut, hier ein Rad oben, ein Rad unten umgedreht, passt, die Laufräder auf Technikachsen hier und läuft auch ganz gut. Hier steht, wir siegen fürs Vaterland oder so ähnlich. Wer Russisch sprechen kann, kann es mir ja mal gerne reinschreiben. Wir haben hier ähnlich die Luke, auch wieder mit einem Sitz, wo wir eine Figur reinpacken können. Wir haben unseren Scheinwerfer. Wir haben jetzt hier Griffe angebracht. Ich habe hier mal so einen Aufkleber angebracht, wie auf dem Karton. Habe es dann bleiben lassen, weil ich es einfach doof finde. Und ich habe euch ja gesagt, ich baue es um. Die Griffe finde ich cooler. Wir haben auch hier ein bisschen andere Technik, was die Hinges angeht. Wir haben also nicht mehr so eine Kante, aber sonst auch die gleiche Technik hier. Der Hinge und da der Stein mit den Noppen, der es festhält. Also hier das gleiche, könnt ihr reingucken, ihr seht, schwarz ist nix, also Bautechnik ist hier fast die gleiche. Trotzdem wirkt dieses Fahrzeug hier etwas aufgeräumter und etwas realistischer, einfach wegen dem Fahrwerk und weil wir hier hinten auch etwas rundere Abdeckung für den Motor haben. Ihr seht es schon hier, wir haben hier diese runden Slopes, wir haben hier einen Griff, ich habe euch ja gerade gesagt, da konnte man durchladen bzw. sich auf die Infanterie hinterducken und wir können hier die Motorklappe aufmachen. Typisch Kubi-Steine, sie halten sehr gut. Ihr seht aber schon hier den Hinge, denn wir haben hier die Klappe des Motors. Naja, mal gucken, ob meine Fingernägel reichen. Man braucht auf jeden Fall Fingernägel für ein Kubi-Set, ob neu oder gebraucht. Das ist halt übelst hier auch ein bisschen der Nachteil, dass diese Klappe man wirklich schlecht aufkriegt, wenn man keine Fingernägel hat. Und jetzt seht ihr sogar gerade, ich habe sie runtergedrückt. Ihr seht es nicht, weil die Kamera zu unscharf ist. So, also, das ist ein bisschen blöd. Na egal, bauen wir das Fahrzeug auseinander, dann zeige ich es euch gleich. Hier haben wir die gleiche Bautechnik mit den Schutzblechen. Auch hier können wir es hochklappen und dann können wir da die Motorformteile sehen. Haben aber hier noch einen Druck, eine Motorluke quasi. Finde ich auch cool. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier mal alles abnehmen, damit ich euch da hinten dran das zeigen kann. Jetzt ja. Ihr seht so, jetzt Klappe auf, wir sehen diese Motoren. Also Fingernägel ist eigentlich Grundvoraussetzung für das Kubi-Hobby, möchte ich mal behaupten. Ich habe meine gerade extra für euch frisch gemacht. Ich habe euch sogar ein kleines Smiley drauf gemacht hier. So, als hätte ich es fast geahnt. So, zack. Kleines Zusammenbau hier nochmal extra für euch. Aber ich möchte euch ja die Schwächen und Stärken dieser Sets zeigen. Na, willst du wohl? So, runter, Schutzbleche drauf und hier ist die Motorhaube dann auf. Ich habe jetzt ein bisschen Angst zuzumachen wegen meinen Fingernägeln, aber ich mache es einfach so. Zack, und jetzt geht's jetzt. Ja, jetzt geht es auch wieder besser. Seht ihr? Einmal so. Das wollte ich euch eigentlich zeigen. Haben wir eine Minute verschwendet. Freunde, ihr könnt ein bisschen skippen. Ja, hier eine kleinere Antenne jetzt im Vergleich zum anderen Gefährt. Ich muss sagen, wie gesagt, doppelt gemoppelt, dieses Fahrzeug ist besser. Also wenn ihr noch an dieses World of Tanks Fahrzeug kommt, wenn ihr eine ältere Version dieses Fahrzeugs haben möchtet, dann kauft euch das hier. Ich kann euch aber trotzdem verraten, dass die Version hier rechts noch eine 2017er Version hat, die heißt auch 2467. Die ist dann auch nochmal überarbeitet und besser. Ich blende sie euch hier kurz einmal ein. Das ist die Version, die neuere Version, also dieses Fahrzeug gab es zweimal. Was fehlt jetzt noch? Genau die Minifigur aus diesem Fahrzeug. Hier unser Panzerkommandant
mit dem Maschinengewehr. Wie gesagt, hier oben fehlt der Teller, den besorge ich mir noch. Und dann haben wir beim Oberkörper die gleiche Uniformierung, haben dann bloß, wie ihr seht, hier eine andere Hose und ein Dienstglas. Ja, Freunde, das waren 10 Minuten Fakten, ein bisschen Vergleich dieser beiden Fahrzeuge, Figuren außer Konkurrenz. Aber schaut's euch an, bildet euch eure Meinung und dabei helfe ich euch jetzt, denn ihr bekommt nochmal von beiden Sets Bewegtbilder und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen an dieser Stelle Bewegtbilder, damit ihr euch selber Einblicke verschaffen könnt und eure Meinung bilden könnt über die beiden Sets hier, die 2467 und die 3003, jeweils die SU85. Da kommen wir zum Stichwort. Ich habe hier noch ein paar ergänzende Fakten. Das SU wird im sowjetischen bzw. im russischen eigentlich als CY deklariert. Es steht für Selbstfahrerfette und auf Russisch, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sagt man Samokhotnatscha Stanocha zu Selbstfahrerfette. Die Su-85 wurde eingestellt 1944, als es genug T-34 mit der 85 mm Kanone gab. Den T-34-85 habe ich euch hier auf dem Kanal auch schon mal vorgestellt von Kobi. Nachfolger war dann eigentlich die Su-100 mit einer anderen Kanone, habe ich vorhin bei den Fakten schon erwähnt. Und der eigentliche Vorgänger der Su-85 war die Su-122, auch eine Selbstfahrerfette, eine Haubitze, also ähnliches Konzept wie bei der Wehrmacht zur Infanterieunterstützung, also ein Sturmgeschütz. Ja, Freunde, wie fandet ihr dieses Vergleichsvideo von zwei Sets vom gleichen Typen aus verschiedenen Epochen? 2015, ja, Jahrgang kann man sagen, beziehungsweise 2016er Jahrgang. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare, ich würde mich freuen. Und jetzt zum Abschluss nochmal ein paar Worte, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist die Zeitreise in die Jahre 2015 und 2016 schon zu Ende. Unser Review, unser Vergleich, unser Double Feature der 2467 und der 3003 World of Tanks Small Army Su-85 aus dem Hause Kobi. Wie immer findet ihr unten in der Videobeschreibung alle Informationen zu diesen Sets und wo ihr auch diese bekommen könnt. Ich möchte jetzt von euch wissen, welches der Sets findet ihr am besten? Meine Meinung habt ihr gerade gehört. Mich würde aber auch interessieren, was habt ihr 2015, 2016 geklemmt? Kanntet ihr da Kobi? Das würde mich auch brennend interessieren. Und wo wir gerade dabei sind, gebrauchte Fahrzeuge, ja, nein, schreibt mir gerne mal, welches Fahrzeug oder ältere Fahrzeug ihr gerne von Kobi hier auf meinem Kanal von mir reviewed hättet. Ich muss sagen, ich mag es, gerade dieses Fahrzeug, denn in diesem Kanal geht es ja nicht nur um Klemmbausteine, ist zwar einer der Hauptgründe, aber ich mag ja die Fakten hierzu zu erzählen. Und bei der Su-85 gab es eine Menge zu erzählen, gibt halt Parallelen zu manchen deutschen Panzerjäger und deswegen musste ich diese Fahrzeuge einfach für euch klemmen. Vielleicht bald noch die Su-100 oder eine der älteren bzw. neueren Versionen dieser Fahrzeuge. Schreibt mir eure Wünsche, Anmerkungen und auch gerne Kritik unten einfach in die Kommentare. Ja, bei Fahrzeugen sage ich immer, gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.